Genau, hier ist nämlich noch einer, der offen ist. Da haben wir noch was. Oh God, Stephen. What's happening to me? Das wissen wir alle nicht, was mit ihr so passiert. Genau, hier können wir auch mal durch. Na, was haben wir denn hier noch? Hier ist noch so ein Blindgänger. Hier unten gibt es auch noch so eine Karte, die man sich hier anschauen kann. She's done a runner. Don't say that, Reese. She wouldn't do that. Would she? What about Dylan? She's not exactly jumped at the chance of looking after him, has she? She just left you to it. She's not coming back. And let her go. She's always thinking of everyone else. There must be something important she needs to do. It looks like you're in charge now. So I guess this means we're not leaving, are we? Spain can wait. Listen, you get back in there, and you make this the best bloody Peter Pan ever performed in England. And I'm gonna go and get your mum and dad. Promise me you'll come back. I promise. Ach, nach Spanien wollten die Herrschaften also abhauen. So. Ui, krasse Gerätschaft. Sowas würde ich ja auch mal gerne fahren. So auf den See raus ist das bestimmt lustig. Und eine Konversation haben wir hier noch. Hello, Catherine. It's Kate. Elizabeth? Lizzie. I've heard a lot about you. It's good, you know, you and him, it's not difficult or anything. Should it be? I'm sorry? You said it wasn't difficult. I don't see why it would be difficult. You and Stephen were together a long time ago. He moved away. It certainly isn't difficult for me. I'm sorry, I didn't mean to offend you, or... Well, I'm not offended. Listen, Elizabeth... Lizzie, please. Lizzie. Right. You seem like an okay type of person. And I'm not trying to be rude, I promise. But let's try and be realistic here, huh? Let's, try and do our best. It's a British thing, right? Yeah, I suppose it is. We'll do our best then. Awkward. Ja, ein etwas stranges Gespräch. Jetzt muss ich mich noch mal ein bisschen orientieren. Da hinten ist auch wieder die Windmühle, wo wir hergekommen sind. Jo, du schwebst mir aber hier verdammt im Gesicht rum. Ja, die Urlauber kommen. Ich bin zwar keiner, aber ganz ruhig bleiben. Huch. Geht das sogar wirklich auf? Nee, aber hier ist nichts. So. Anemone. Ich wohne in einer Anemone. Muss ich mal an Nemo denken. So, hier waren wir drauf. Da war das Radio. Da ist noch was, glaube ich. Oder? Nö. Huch, Hilfe.
Ah, da sind Duschen. Groovy und funky. Und hier kommen wir nicht rein. So, wir sind jetzt... Ui, ganz da unten schon. Okay, aber wir müssten hier gewesen sein. Unten waren wir auf jeden Fall. Ja, das schaut eigentlich ganz gut aus. Wir müssen auch nochmal hier rein. Jetzt weiß ich noch nicht mehr, in welche Richtung wir da genau müssen. Ich glaube in die hier. You're sure no one saw you? Mrs. Graves? I can hardly look her in the eyes. Are you sure we got enough money? Yeah. Once we're in France, we can start working anyway. My dad will bloody skin you. We'll be in Spain and married by the time your dad knows we've gone. Ja, von was man hier noch so alles träumt. Aber das war genau das, was ich noch sehen wollte. Können wir hier wieder zurück? So, Straße, du hast mich wieder. Und hier steht noch was offen. I found another dead bird over at the swimming pool. That's the fourth one this morning. Did you fish it out? Yeah. Did you get a chance to think about that pay rise? Oh, I'm sorry, Reese. I've been a little bit busy. Oh, Rachel. Sorry I'm late, Mrs. Graves. I was packing away the tennis things. Did you check Mr. Cole Shelley again like I asked you to? He's not back yet. I haven't seen him either. Do you think he went into town? Maybe, yeah, something Only like it's that. that the Dentons were booked in for a 4:30 tennis session, but they didn't show up. So I went to their chalet. You know, they always take the one near the campfire, but they weren't there either. I think maybe they went into the village for a Hoover bag and might have given Mr. Cole a lift. A Hoover bag. Why on earth would they do that? Well, I think maybe Mrs. Denton was hoovering and the bag broke, so they had to get another one. Because there's this dust all over this chalet. Und da haben wir schon wieder die Rede von dem Staub bzw. der Asche, die sich ausbreitet. Photo Club. So, dann gucken wir uns auch nochmal den Pool an. Vielleicht eine kleine Runde schwimmen gehen. Na, der ist doch hübsch. Und auch keine toten Vögel drin, oder? Nee. Hat er anscheinend alle rausgefischt. Komm ja gleich. Nur noch kurz hier rein. Let me get that. Okay, manage. Is your hip giving you grief today? Always gives me grief. And I managed for the last 10 years, so you're a little late for the knight in shining armor routine. Suit yourself, I'm only trying to help. God damn it, Stephen. I'm not some useless, sappy girl that you can just string along forever. Look around you. I made all of this. I built it on my own when everyone else had written me off as some poor little cripple. You know that's not how I see you. Well, you weren't there, were you? No. You'd given up on me long before the accident. What do you want from me, Lizzie? I love you. I'll do anything. Anything except tell Kate? I thought not. I love you too, but sometimes I think you just say what you think everyone else wants to hear. Aha, Lizzie ist also auch körperlich etwas eingeschränkt, hatte irgendeinen Unfall, der ihr das Bein irgendwie verkrüppelt hat. So, let me think. Ich
Ja, doch, ich komme ja gleich zum Veranstaltungsraum. Mein Gott. Ich wollte nur noch mal die Straße so ein bisschen zurückgehen. Ob ich an der Straße noch irgendwas verpasst habe, aber ich glaube, da kann ich da oben auch so ein bisschen durch die Mitte gehen. Okay, hier könnten wir auch noch rum. Ich weiß noch nicht, ob das noch irgendwas bringt, oder? Nö, da geht's nur wieder runter zum Pool, oder? So, und dann kommen wir hier wieder an am Anfang. Von hier sind wir gekommen. Hier ist der Empfang, wo das Telefon geklingelt hat. Ich bin hier links rumgegangen. Und ich wollte jetzt nochmal gerade hier rumgehen. Mal gerade gucken, ob wir hier an der... Ja, siehst du, an der Straße nämlich noch was übersehen haben. Hier ist nämlich noch was. We're not even really talking at the moment, if I'm honest with you. I've been sleeping in one of the empty chalets. Otherwise, we just sit there in silence. And then he goes off and pretends he's not drinking from one of his secret little stashes. And I pretend I ain't noticed. And then when we go to bed, it's all I can do not to scream. I don't know why we're still together. Except I do. I still love him. You remind me of Mary when she was your age. If we'd had a daughter, I'd have been proud if she turned out like you. You don't have to say that. Just talk to Robert. Tell him you know he's drinking again. You two can work it out together. I know you can. I wish I had your faith. I just don't want to be the person who stayed because they were afraid to move. I know you can't dwell on the past. I know that, but sometimes you do just think, don't you? What if the accident hadn't happened? I could have been anywhere right now, rather than stuck here rehearsing Peter bloody Pan and fixing tumble dryers for the umpteenth time. Oh, Frank, you are an angel. Don't be daft. You're still young, Lizzie. You got plenty of time to be whoever you want to be. Just don't keep using that leg of yours or that husband as an excuse. Amen dazu. Ja, und hier haben wir übrigens auch noch ein Graffiti mit dem Nasenbären hier. So, weil ich wusste doch noch, dass hier noch irgendwas war. Das ist jetzt die Rückseite der Main Hall. Und genau, hier waren wir nämlich gewesen. An dem Telefon. Gucke ich nur noch mal ganz grob. Weil hier unten, genau, da waren wir drin. Da ist die Tür offen. Da sind wir unten lang gegangen. Nee, ich glaube zumindest, dass wir jetzt so ziemlich alles haben. Das heißt, wir können uns in Richtung Main Hall begeben. Die rufen ja auch schon nach uns. Dieses Licht. Geh weg. Na dann. Sleeping baby, darling child, clouds and starlight,
Starlight, starlight. When you wake, you will be mine. Starlight, sleep and love. Shh. Sleeping baby, shadow dust, clouds and starlight, numbered starlight. When we're called to go, we must into starlight, sleep and love. Is he asleep? You all right, kid? I'll be all right. You should get some sleep, Charlie. You look exhausted. That's it. Sleep. Sleep. Und das hier ist wirklich so eine, finde ich, so mit die krasseste Szene hier. Und mit dieser haben wir dann auch den Abschnitt im Camp abgeschlossen. Ja, diese Szene, wo man die dann alle als Lichter da so sitzen sieht. Das ist dann auch wieder so eine Szene, wo ich immer so ganz hart schlucken muss. Weil das einfach so schön gemacht ist. Und na Lichtchen, wo bringst du uns als nächstes hin? Neues Gebiet, neues Glück. Ja, sind da jetzt schon 3 Lichter draus geworden? Fast, also 2 auf jeden Fall. Aber da hat man noch so ein kleines drittes Licht gesehen, oder? Ist mir vorher noch nie so aufgefallen. Ja, wir schaffen es. Come on. Und unser nächster Hauptcharakter ist der Steven. Na, da bin ich ja mal gespannt. So, hier haben wir ein weiteres Telefon, das uns etwas erzählen möchte. There's data coming through faster than I can encode it. I've already lost 2 processors. They keep burning out. Please, I love you. You need to get out of there. It's not safe. I need you, Stephen. I need you here. I can open the gate manually. I can let you in. It's too dangerous. You don't understand what's happening No, out here. you don't understand. We can solve this. We can find a way. I just need more power.
I need to amplify the signal, and I can't do it on my own. You saw the opportunity. You ran the numbers, remember? We're responsible for all this. You and me. It's not just you and me anymore, though, is it? Jesus, Kate, you're trying to talk to it, aren't you? Kate, you can't. Stephen, I have to. Na, super. Und Stephen behauptet immer noch, dass er sie liebt. Ich denke, in einer gewissen Weise tut er das vielleicht sogar noch, aber dann sollte er vielleicht nicht mit Lizzie da so rummachen. Beide behaupten ja irgendwie noch, dass sie ihre Ehepartner trotz allem noch lieben. Aber es ist natürlich mal wieder alles, hallo, komplizierter, als man das so realisieren mag. It's completely dead. It won't start. It's only a short walk to the camp. I think we should split up. You go and fetch Rachel. I'll go back to the village and find Evie. I don't think we should split up. I don't want to either, Charlie, but we've got to. I'll meet you back at my house later on, okay? We can talk properly then. Why won't you tell me what happened? No, actually, you should stay at the camp tonight. Come and find me in the morning. Bring Rachel back. She's going to need her mother. Meg. Just take care of her. Meg! What is it, Charlie? Nothing. Just be careful, that's all. I will, I promise. You as well. I'll see you later on. Und da haben wir noch Meg and Charlie, Valley Farm Wholesalers. Na du? Willst du noch irgendwas von uns? Ich gehe einfach mal weiter. Und wir sind jetzt hier oben. Da unten haben wir angefangen. Ein Observatory. Und jetzt sind wir ganz hier oben. So, 3/4 haben wir jetzt quasi schon geschafft, würde ich es mal abschätzen. Und dann gucken wir mal, was wir hier Schönes haben. Follies. Da gehen wir gleich mal rein, wenn das Lichtlein uns hier schon führt. Builders Merchants. In Little Tipworth sind wir jetzt. Und nur zur Info, hier vorne ist nämlich noch ein Graffiti mit dem Nasenbären. Oh, ich höre ein Telefon. Hallo? But why on earth are you there? Why aren't you calling from home? It's hard to explain. I'm having to move around to follow it. When it finds a suitable host, it begins to amplify. Sorry, I'm not making much sense. They're talking about flu and a quarantine on the radio, but this... I know you're not that kind of doctor, but it all just sounds really weird. We don't know exactly what it is yet, but it's got something to do with the other night. Stephen, your face, the mark, do you think you're infected? It's not a disease, Lizzie. It's something else. There's something Kate said about patterns. I can't grasp it clearly yet. Okay, come over. Have some lunch. We can talk properly. Have you spoken with Kate? Oh, she's locked herself in the observatory. She's buried in the data. But it's already out here in the world. I need to see how it adapts. How what adapts? Stephen, try to explain. Time's up. Lizzie, listen. Be ready. I need to go. It's moving again. I'll call you later. Na, aber diese Verbrennungen scheinen doch so eine Art Zeichen zu sein, dass man infiziert ist. Und dann irgendwann verbrennt man anscheinend total. Nur ein kleines Aschehäufchen bleibt über. Gut, jetzt waren wir hier. Dann gehe ich, glaube ich, mal hier rein. To let, zu vermieten. Ui, hier tut sich ja einiges.
Do you think she'll like it? It's in an awful state, Stephen. I don't It'll think be an she'll... adventure. It'll mean putting down roots here, maybe a family. Are you sure she wants children? What, to stay here? It's not her place, you know. Don't start that again, please. I mean, she's ambitious, love, and she's, well, older. She's not going to want to stay cooped up at home looking after the kids. Is that how you felt about me? Oh, stop it, Stephen. That's not what I meant, and you know it. I'm just saying you should make a choice. If it's a family you want, well, you know how much Lizzie wants a family. Jesus, Mum, I didn't come here for marriage guidance. I just asked what you thought about a fucking house. Stephen Appleton language. Sorry, it's just that you have to understand. Kate is the most brilliant, extraordinary, wonderful person I've ever known. She's like no one else. The way she looks at things. It's like she has whole worlds inside her head. I don't think you or anyone really understands that. So, Steven wollte also dieses Häuschen kaufen oder hat es vielleicht sogar gekauft. Und hier wollte er ein schönes Heim für Kate und sich selbst bauen. Ist das dunkel hier? Kann ich auch hier hoch? Das ist alles noch ein bisschen rudimentär. Das ist das Bad. Das könnte eigentlich ein ganz gutes kleines Kinderzimmer ergeben. Ja, das hier eigentlich auch. Könnte aber auch ein gutes Schlafzimmer sein. Oder hier als Kinderzimmer. Geht alles. Und aus einem könnte man irgendwie noch so ein kleines Arbeitszimmer oder so machen. So, wie gehe ich denn noch am besten? Ist hier hinten noch irgendwas? Alle so große Grundstücke, also Platzprobleme haben die hier alle wirklich nicht. Ah, hier vorne steht noch ein Radio. Physical changes are evident. Although the butterfly burn is now faded, I can clearly see the change in my pores up close. As I record these words, I can feel myself hearing them as if for the first time, as if I'm both speaker and listener simultaneously. I am a scientist. I can only deal with the evidence I have. And this points in one simple direction. It's not in the observatory. It's in me. Na, herzlichen Glückwunsch. Ich muss nochmal gerade überlegen, ob hier noch irgendwo was anderes war. Nee. Gut. Dann haben wir uns jetzt dieses Häuschen angeguckt. Da ist die Haltestelle. Und ja, slower kann ich schon fast gar nicht mehr. Okay, dann hier können wir, glaube ich, erstmal noch nicht rüber. Dann knöpfen wir uns erstmal die Häuser hier noch vor. Das hier sieht doch noch ganz vielversprechend aus. Ah, da vorne bimmelt's schon wieder. Ich bin gleich da. Nee, komme ich doch nicht rein. Schade. Dann müssen wir doch erstmal das Gebimmel hier abnehmen. Hallo? Kate, can you hear me? Listen, I'm trying to make things right. I've isolated myself. I'm in the old bunker at the substation. Just keep this band clear. If it's still alive,
I'll try and check in every hour. Kate, I've convinced them to use the gas. I didn't know how else to stop it. I couldn't save them. Kate, it's in us, too. I've made arrangements for myself after the strike, after I finish the job. You need to think of that, too. And I'm sorry. I'm sorry about it all. Ah, okay. Sie haben also keinen... Also schon einen Luftschlag, aber mit Gas vollführt. Also eventuell waren das ja doch keine Blindgänger, sondern einfach eben nur das Gas ist ausgetreten und sollte sie quasi alle vernichten.